Shah. You know how to say it? How's it spelled? Shachah. Shah. Shamha. Like Shamchai? Yeah. It's a word for worship. Shanghai, das ist das Wort für Anbetung. Asking for help for the. No, it doesn't have sham. Yeah. Shah. Yeah. Shach. Yeah. And it means to bow down. Und dieses Wort Anbetung im Hebräischen heißt sich niederwerfen. It's this meaning of prostrating yourself before God. Oder sich verbeugen vor Gott. It's this idea of just surrendering yourself before God. Also einfach sich vor Gott demütigen, sich vor ihm. And this is the main idea of the Psalms, is to lead you to this place of surrender. Und das ist, was die Psalmen rüberbringen wollen, dass du wirklich an den Ort kommst, wo du dich Gott unterwirfst. So we can see three main things in Psalms. Wir können 3 Hauptdinge in den Psalmen sehen. Psalms reveal the person of God. Die Psalmen zeigen, wer Gott ist und offenbaren das. That He is worthy to be praised, that He is worthy to be worshipped. Er ist derjenige, der gepriesen und der angebetet werden soll. Yeah, we see God's different names being mentioned throughout the Psalms. Wir sehen, wie verschiedene Namen für Gott gebraucht werden in den Psalmen. We see Yahweh, Elohim, and Adonai. Die Namen sind zum Beispiel Yahweh, Elohim und Adonai. And just through this simple understanding of His name, you are led to worship Him. Und durch dieses einfache Verständnis und seine Namen wirst du dazu gebracht, ihn anzubeten. Then we also see what is supposed to be the people's attitude concerning worship. Wir können auch die Einstellung der Menschen sehen in Bezug auf Anbetung. We see that the people are responding to God's revelation joyfully, Wir sehen, dass die Leute fröhlich darauf antworten, in trust, im Vertrauen and also in submission. und auch in Unterordnung. When we understand who God is, Wenn wir verstehen, wer Gott ist, we surrender to Him, we worship Him, dann ordnen wir uns ihm unter and we rejoice. und wir freuen uns. And we also appreciate His mighty power. Und wir erkennen seine große Macht an. And we also see that reveals what's to be our human response in worship. Was sollte also unsere Antwort sein auf Anbetung? It calls us to open up our souls, our hearts to God. Es ruft uns dazu auf, dass wir unsere Herzen, unsere Seelen Gott gegenüber öffnen. And we see that a lot on the Psalms of David, how he is confessing and how he's open up his heart before the Lord. Und wir können das viel bei dem Psalmen von David finden, wie er wirklich sein Herz Gott gegenüber aufmacht. And also how he rejoices in his relationship with God. Wie er sich freut über die Beziehung, die er mit Gott hat. But he also acknowledges his sin. Aber er erkennt auch seine Sünden an. We also see that he's praising God because he received forgiveness. Wir können auch erkennen, wie er Gott preist, weil er ihm vergeben hat. So our response while reading this should be confession, Und wie wir darauf antworten können, wir bekennen praise, and thanksgiving. im Lobpreis und in der Danksagung. So the main themes of the book of Psalms Die Hauptthemen in den Psalmen sind folgende. Yahweh's people living in the exile Jahwes Volk, was im Exil lebt, must focus their faith in the Torah. die müssen ihren Glauben auf die Tora richten. Yeah. So it's over and over this call to focus in the Word of God. Und immer wieder werden sie darauf hingewiesen, ihren Glauben auf dem Wort Gott zu bauen. And we also see Psalms that retells the story of the making of the Torah. Und wir können auch im Psalmen lesen, wie die Tora geschrieben wurde. Yeah, the story of the Torah, sorry. Not the making of the Torah. Also die Geschichte an der Tora. We also see the Messiah being revealed in Psalms. Wir sehen auch, wie der Messias offenbar wird in den Psalmen.
this idea that Yahweh reigns over the earth. Also diese Vorstellung, dass Jahwe derjenige ist, der über die Erde regiert. We have royal psalms, Wir haben Königspsalmen, which is anticipating this coming of this deliverer, this one that will redeem humanity. und die sollen hervorheben, dass der Erlöser kommt, der sein Volk befreit. It's also calling the people that were in exile to acknowledge the suffering. Das ist auch für die Leute geschrieben, die im Exil sind und die da leiden müssen. And wrestle this feeling with God, like wrestle with God. Und die mit Gott am Kämpfen, am Hadern sind. Talk with God about their hardships, open their hearts. Die sprechen mit Gott über ihre Schwierigkeiten und öffnen ihre Herzen ihm gegenüber. We see them calling for God's justice, Wir sehen einen Aufruf für Gottes Gerechtigkeit, especially when they're being persecuted or under suffering. vor allem dann, wenn sie verfolgt werden oder leiden müssen. And there's over and over this call to trust God Und immer wieder ist der Aufruf da, dass sie Gott vertrauen and sollen to trust His promises. und seinen Versprechen zu vertrauen. So let's go into the 5 books of Psalms. Lass uns die 5 Bücher der Psalmen nochmal genauer beleuchten. First of all, the Psalms was written, how do you say that? As a collection of poems, yes. Zuerst muss man hervorheben, dass die Psalmen eine Sammlung verschiedener Gedichte sind. But was designed to be read from beginning to the end. Und die sollten von Anfang bis Ende gelesen werden. I know that we use it, parts of it, to meditate. Und ich weiß, wir benutzen nur Teile davon zum Meditieren. But it's also important to read it in a stretch. Aber es ist auch wichtig, sie mal am Stück zu lesen. Because it has a design. Denn da ist eine bestimmte Ausrichtung drin. And as a whole has a message being given to the people. Und da wird eine Botschaft den Leuten rübergebracht. It's not a random collection of poems. Es ist nicht eine zufällige Anordnung der Psalmen, But is a coherent book aber es ist ein Buch, was eine Botschaft übermittelt, that has a message concerning the entire history of Israel. wo die Botschaft des gesamten Volkes Israel rübergebracht wird. And also gives hope for what it has in store for her in the future. Und es bringt auch Hoffnung rüber, die sie hatten damals. And this future hope is revealed in the New Testament. Und diese zukünftige Hoffnung wird auch im Neuen Testament offenbar. So keep that in mind when you are meditating, even though you use one psalm or just verses. Keep Also- the whole picture. Erinnert euch daran, dass ihr das ganze Bild, die ganzen Psalmen betrachten sollt, wenn ihr sie lest. Because that will give you an accurate interpretation and an accurate application for your life. Und dann werdet ihr eine präzise und gute Anwendung für euer Leben daraus bekommen. So we have the first and second psalm as an introduction. Also Psalm 1 und 2 sind die Einführung. They are united with a unique vocabulary. Die sind in einer Einheit und haben ein gemeinsames Vokabular. Okay, take some time until the break to read these 2 psalms. Nehmt euch Zeit bis zur Pause, um die 2 Psalmen zu lesen. And I want you to observe similar expressions or words or ideas. Und ich möchte, dass ihr rausschreibt, was ähnliche Ausdrucksweisen sind oder Worte. We have 7 minutes, so I think you can read both and observe these similar ideas. Also wir haben jetzt 7 Minuten und ich hoffe, dass ihr da die ähnlichen Vorstellungen rausschreiben könnt. Yeah, they have this language that unites both of them. Denn da gibt es die Sprache, die in beiden gleich ist. Also Worte, rausschreiben, Ideen und Yeah. So you can do that, and when we come back from the break, we will share what you found it. ihr könnt das jetzt machen und nach der Pause vergleichen wir das. Und tauchen wir uns sogar aus. Yeah, you have 6 minutes now. Ihr habt 6 Minuten. Also Worte, Vorstellungen und Ausdrucksformen. Worte,
Vorstellungen und Ausdrucksweisen.